Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Bio-Fairtrade-Banane. Oder, wie auch die Nicht-Bio-Fairtrade-Banane sagen würde, hey, ich bin genauso gesund für dich wie eine von diesen Fairtrade-Bio-Hipster-Bananen aus meinem Hood. Okay, die Schadstoffbelastung in mir ist etwas zu hoch, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand an Schadstoffen gestorben ist. Ich habe das sogar gegoogelt. Keiner wurde je von Schadstoffen erstochen, überfahren oder angeschossen. Einmal abgesehen von diesem einen Querschläger bei der letzten Auseinandersetzung mit der kolumbianischen Coca-Banane. Aber das, war nur ein Unfall. Deshalb freue ich mich schon auf die Kreuzfahrt einmal quer durch die Welt nach Deutschland, um dann in einem schön klimatisierten Supermarkt langsam wegzugammeln. Wir Deutschen lieben Bananen, sowohl im Westen als auch im Osten und im Norden und im Süden. Dabei hatten wir hier im Osten den Nachteil, dass die DDR leider kein anderes sozialistisches oder kommunistisches Land ausreichend versorgen konnte mit Bananen. Okay, es gab da diese Genversuche in Moskau, aber die endeten nur damit, dass die Sowjetunion einen Haufen aggressiver Bananen klonte. Was nicht lecker war, aber dem sowjetischen Eishockey-Team mehrere Goldmedaillen einbrachte. Ganz anders war das hier bei uns im Westen. Wir hatten so viele Bananen, die wurden püriert und dann mit Schokolade umhüllt, nur damit dann die Oma uns diese widerlichen Schokoladenbananen beim Besuch andrehen konnte. Bester Spruch meiner Oma, die sind gesund, da ist Banane drin. Halt nur verdeckt von ungefähr 8000 Kalorien Zucker. Wir Deutsche essen jedes Jahr rund 12 Kilo Bananen. Jeder. Manche sogar auch gleich die Schale mit, aber das wurde hier nicht weiter statistisch ausgewertet. Dabei kaufen wir zu 90% normal produzierte Bananen und nur zu 10% Bio-Fairtrade-Bananen. Nur, was bedeutet Fairtrade? Zentraler Bestandteil von Fairtrade ist der kostendeckende Mindestpreis. Besonders in Zeiten niedriger Weltmarktpreise dient er als Sicherheitsnetz. Zusätzlich erhalten Produzentenorganisationen eine Fairtrade-Prämie. Wie die verwendet wird, darüber entscheiden die Kleinbauern allein. Sie bauen Trinkwasserbrunnen, Krankenhäuser oder bringen die Umstellung auf Bioanbau voran. Das stabile Einkommen ermöglicht Entwicklungen für die ganze Familie. Gleichzeitig verringert es das Risiko von Kinderarbeit, die wie Zwangsarbeit verboten ist. Und allein deswegen kosten Fairtrade-Bananen auch immer mehr als herkömmlich produzierte Bananen. Da es das Ziel ist, dass Menschen, wie zum Beispiel in Ecuador, nicht mehr auf den vielen großen Bananenplantagen in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen feststecken, sondern langsam aber sicher finanziell unabhängiger werden können mit dem Anbau eigener Bananen. Denn viele bauen auf ihren Feldern nicht nur für sich, sondern für die großen Bananenanbauer an. Und natürlich hat auch Fairtrade seine Schattenseiten, das darf man nicht vergessen. Zum einen ist die Kontrolle all dieser Fairtrade-Anbauer ein großes Problem. Denn oftmals fehlt das Personal, um zu kontrollieren, ob denn alles nach den Fairtrade-Regeln läuft. Ein Problem ist auch, dass diese Kontrollen meistens angemeldet werden und dann die Kleinbauer alle Zeit der Welt haben, um sich hübsch und Fairtrade zu machen für eine Kontrolle. Also wie lange beim Doping, wo Wochen vorher die Kontrollen angemeldet wurden, sodass der Sportler genügend Zeit hatte, endlich mal wieder clean zu werden. Mit dem Nachteil, die Treppen zur Wohnung im ersten Stock nicht unter 2 Stunden zu schaffen. Auch ist die Anfangsinvestition, die Kleinbauer tätigen müssen, um überhaupt bei Fairtrade mitmachen zu können, für viele schon viel zu hoch. Denn was bringt es, wenn man sich durch die Wüste schleppt und fast verdurstet, man dann aber einen Kohleautomaten findet, der allerdings nur niederländische Goldgulden aus dem 18. Jahrhundert nimmt. Und so können viele Kleinstbauer erst gar nicht daran teilnehmen und bauen dann entweder auf ihren Feldern für andere an oder werden komplett von den großen Bananenanbauern wie Chiquita aufgekauft. Oder Pfiffis. Und den Namen Pfiffis haben wir uns echt nicht mal ausgedacht. Mit dem Namen kannst du echt nur Bananen verkaufen und keine iPhones. Oh, das neue Pfiffis iPhone 15 mit 512 GB Pfiffis. Entschuldigung, an die erste Reihe. Chiquita und Pfiffis haben zusammen einen Marktanteil von fast 100% bei allen Nicht-Fairtrade-Bananen. Also Grund genug, um zu Chiquita Pfiffis zu fusionieren. Nur arbeiten die Menschen auf diesen Plantagen unter schrecklichen Bedingungen. In den Anbauländern werden die Pestizide per Flugzeug versprüht. Wöchentlich. Wenn Sie in diese Bananenzonen fahren,
werden Sie immer sehen, dass die immer sprühen, wenn die Beschäftigten unten in den Plantagen sind. Uns schicken inzwischen Arbeiter kleine Videos, die sie mit ihrem Handy drehen, wo sie in der Kantine sitzen und die Flugzeuge fliegen drüber, während die Menschen da unten essen. Also sie haben dann das Gift noch auf ihrem Teller, nicht nur auf der Haut. Also es ist wirklich eine Katastrophe vielfach. Und das ist nicht mehr nur krank, sondern nur noch pervers. Und wir sind daran schuld. Denn bei uns im Supermarkt dienen Bananen als sogenannte Lockprodukte. Das heißt, bietet ein Supermarkt extrem billige Bananen an, dann lockt das die Kunden an. Und wenn man erstmal einen Kunden im Laden hat, dann gibt dieser auch mehr Geld in dem Supermarkt aus. Das kennt jeder von jedem gottverdammten Sale bei Amazon, Saturn, Mediamarkt oder Rudis Dildo Resterampe. Und das sollen richtig geile Angebote sein, habe ich zumindest gehört. Und weil dann noch vielleicht der eine oder andere Euro fehlt für den kostenlosen Transport oder wie bei Rudis Dildo Resterampe, wo erst ab 100 Euro in neutralen Paketen geliefert wird, wird der Einkaufswagen noch mit vielen anderem Zeug vollgepackt. Und genau damit verdienen dann Unternehmen ihre Kohle. Aber bei Fairtrade stellt man sich einen Kleinstbauer vor wie Hernando, der sich jeden Tag zu Fuß auf den Weg macht, einen Korb unter dem Arm, um dann die selber angebauten Bananenstauden mit der Hand zu pflücken und dann diese auf dem Fairtrade-Markt zu verkaufen. Nur um dann nach Hause zu gehen, wo gerade sein kleiner Sohn Hernandolini von der durch Fairtrade entstandenen Schule kommt und ihm nun erzählt, wie sehr doch sein Vater nur ein kleines Rädchen im kapitalistischen System der Ausbeutung ist, während ihm Hernando liebevoll die Wange streichelt. Denn Hernandolini ist so schnell groß geworden. Seine Mutter Hernanda wäre so unheimlich stolz auf ihn. Doch sie ist vor ein paar Jahren an den Folgen des massiven Pestizideinsatzes im Ort gestorben. Und so ist Hernando nun für seinen Sohn sowohl Vater als auch Mutter. Zwar hatte Hernando beim örtlichen Fairtrade-Treffen eine andere Bäuerin kennengelernt, Hernandana, aber er traut sich nicht, sie seinem Sohn vorzustellen, in der Sorge, dass sein Sohn glauben würde, dass sie nur seine Mutter ersetzen soll. Aber eines Tages, da ist sich Hernando sicher, wird er den Schritt wagen. Und genau mit so einer vollkommen erlogenen Geschichte kann man sogar noch mehr Fairtrade-Bananen verkaufen, dachte sich zumindest Lidl. Der Discounter Lidl hat angekündigt, nur noch Bananen aus Fairtrade in seinen Filialen zu verkaufen. Dafür gab es viel Applaus, auch aus der Politik, und kostenlose Werbung vom Entwicklungsminister. Ich kaufe bei Lidl. Sie können handeln. Also fairer Bananeneinkauf bei Lidl. Und Sie setzen damit ein Signal im deutschen Handel. Und ich hoffe, dass es die Konkurrenten am Markt auch hören. Doch diese Bitte wurde von den Konkurrenten am Markt eher überhört. Anstatt Lidl zu folgen, wie es der Minister wünschte, stürzen die Preise für Bananen seit Monaten ins Bodenlose. Und dann dachten sich alle anderen Supermärkte, fick dich Hernando und fick dich Hernandolini und fick dich Hernandana. Ruf mich aber bitte später an. Und so begannen alle Supermärkte einen Preiskrieg und unterboten sich mit Dumpingpreisen beim Kilopreis für normale Bananen. Das Schreckliche ist hier noch nicht einmal, dass Lidl das alles mit den Fairtrade-Bananen etwa gemacht hat, weil ihnen ein soziales Gewissen eingefallen ist. Das ist auch weiterhin nur Lidl. Auch ist noch nicht einmal das Schreckliche, dass eben diese Scheinheiligkeit von Lidl rauskam, weil irgendwer Bilder online stellte, wo Lidl vor seinen Aktionären steht und denen klar macht, dass Fairtrade plus Bio gleich geil, gleich noch geilere Rendite. Sondern dass Lidl dann diese Kampagne noch mit einem großen Bromborium starten ließ, nur um sie ein halbes Jahr später in die Tonne zu treten. Das eigentlich Schreckliche an dieser ganzen Sache war, dass dieser Preiskrieg nur erfolgreich war wegen uns. Denn Bio-Fairtrade-Bananen sind nur ein Synonym für die Devise, nach der wir alle leben, nämlich Geiz ist geil. Wir jetten für 19 Euro einmal über den Atlantik. Nicht, weil wir es etwa müssten, sondern weil wir es können und es so geil billig ist. Wir sagen, ja, die Ampeln vom Tierwohl müssen größer sein als die Verpackung und schmeißen uns dann die roteste Verpackung schön auf den Grill. Und was sie schmeckt, wird weggeworfen. Geiz ist geil. Alles muss bio-vegan Fairtrade sein, aber am besten billiger als das billigste Gammelfleisch aus Tschernobyl. Wir werfen Essen weg. 140 Gramm am Tag. Das sind 55 Kilo pro Person im Jahr. Oder
2 Hernan Lolinis. Das sind im Jahr fast 4,4 Millionen Tonnen. 34% davon ist Obst. Also genau die Bananen, die wir so schön billig gekauft haben, weil wir genau wussten, die können vergammeln, es kostet doch fast nichts. Nur das Leben der Menschen, die das für uns produzieren müssen. Wir reden hier nicht von 600 € das Kilo bei Fairtrade, sondern von 1,50 € oder 2,50 € das Kilo. Gegenüber 99 Cent. Sollte es uns nicht das wert sein. Denn dann können wir uns alle am Ende auf die Schulter klopfen und sagen, Sie setzen damit ein Signal. Und dabei geht es noch nicht einmal darum, Fairtrade in den höchsten Himmel zu loben. Dafür hat auch selber Fairtrade zu viel Scheiße am Hacken. Aber gerade wir als Kunden haben eine Marktmacht, die weder Aldi, Lidl oder Rudis Dildo Restaurant hat. Wir müssen sie nur nutzen. Und das geht eben nicht mit Geiz ist geil, sondern nur mit weniger ist wirklich mehr. Das war's von uns für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.